Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstgemacht. Heute in dieser Folge zeige ich euch eine Blätterteig-Hackfleischpizza. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr unten nochmal nachlesen. Den Blätterteig nehmen wir rechtzeitig aus dem Kühlschrank. Ich habe jetzt hier 2 und den breiten wir jetzt erstmal aus. Den Blätterteig gebe ich dann gleich auf ein Backblech. Dann habe ich hier einen Schmand, einen Becher mit 200 Gramm und auf jeden Blätterteig gebe ich jetzt 100 Gramm. So, das stellen wir dabei zur Seite. Dann habe ich hier noch Feta-Käse. Den krümel ich jetzt einfach mit den Fingern klein. So, einmal ein Stück Feta-Käse. Der hatte jetzt 180 Gramm. Hier habe ich dann noch eine Mozzarella. Der ist schon gerieben. Stellen wir auch zur Seite. Und dann habe ich hier noch Kräuter. Da könnt ihr jetzt eigentlich nehmen, was ihr so im Garten habt, oder ihr nehmt einfach Kräuter der Provence. Ich habe jetzt hier Thymian, Currykraut, Basilikum, Oregano und etwas Petersilie. Und das schneide ich jetzt alles mal klein. Bei dem Thymian streifen wir nur die Blätter ab. Das waren jetzt 4 so Zweige. Das Currykraut auch. Das Currykraut schneiden wir dann einmal ein bisschen klein. Das ist jetzt nur optional, wenn ihr eins habt. Dann habe ich hier noch Oregano, Basilikum und Petersilie. Und das schneide ich jetzt einmal alles zusammen. Und wie gesagt, wenn ihr die Kräuter alle nicht habt, nehmt ihr einfach Kräuter der Provence. So, dann habe ich noch, das habe ich jetzt schon geschnitten, eine Paprika, eine rote Zwiebel, 2 kleinere Frühlingszwiebel und eine Knoblauchzehe. Die Knoblauchzehe, die drücke ich dann gleich noch ins Essen. Und noch 400 Gramm Hackfleisch. Da könnt ihr gerne nehmen, was ihr mögt. Ich habe jetzt hier halb und halb. So, dann geht's am Herd. Ich habe jetzt hier in einer Pfanne etwas Pflanzenfett und das erhitzen wir jetzt erstmal. Ihr könnt auch Olivenöl nehmen, was man erhitzen kann, aber ich habe jetzt hier Pflanzenfett. Da gebe ich jetzt als erstes die Zwiebel hinein. Lasst die ganz kurz etwas anschwitzen. Und dann geben wir auch schon das Hackfleisch dazu. Und das Hackfleisch lassen wir jetzt etwas anbraten. Gebe ich noch einen Esslöffel Tomatenmark dazu. Das Tomatenmark lassen wir dann mit anrösten. Das gibt ein tolles Röstaroma. Es verliert seine Säure. Dann kommt noch die Paprika dazu. Die Knoblauchzehe geben wir auch noch dazu. Und dann kommen noch unsere Kräuter dazu. Dann habe ich hier einen trockenen Rotwein, 50 Milliliter. Lösche ich jetzt das Ganze ab.
Und 100 Milliliter Wasser gebe ich auch noch dazu. Dann würze ich mit Salz, Pfeffer, mit Paprika, das Ganze ist jetzt eigentlich schon fertig. Die Hackfleischmasse kommt ja gleich auf den Blätterteig und dann nochmal in den Backofen. So, Ofen aus. Die Zwiebeln benötige ich dann gleich später. Die werden dann drüber gestreut. Jetzt belegen wir den Blätterteig. Ich gebe jetzt hier Käse als erstes drauf. So, den Käse verteilen wir darauf. Dann verteilen wir das Hackfleisch darauf. Dann noch den Feta-Käse. Und zu guter Letzt gebe ich jetzt noch die Frühlingszwiebel darüber. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Pfeffer aus der Mühle drüber. Wer es ein bisschen scharf mag, ein bisschen Chili-Pulver gemahlen. Und nochmal ein paar Kräuter gebe ich auch noch darüber. Das sind jetzt Kräuter der Provence. Ich habe jetzt hier so eine Sprühflasche und da gebe ich jetzt etwas Olivenöl noch darüber. So, das genügt schon. Muss nicht viel sein. Ein wenig. Mit so einer Sprühflasche ist das super, dann kann man das richtig schön dosieren. Und das kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen. 200 Grad Umluft, circa für 25 Minuten. Gefällt dir mein Kanal und meine Rezepte? Würde ich mich riesig freuen, wenn du mich kostenlos abonnierst. Die Hackfleischpizza auf Blätterteig ist fertig und kommt sofort ofenfrisch auf die Teller. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen dieser leckeren Pizza-Variante. Ihr könnt natürlich nach eurem Geschmack auch die Zutaten verändern. Vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch jetzt alles Gute. Bleibt gesund. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal hier wieder einschaltet. Bei Rekas Selbstgemacht. Servus!